Aber weil so viele neu sind, will ich jetzt mal kurz die Regeln für euch erklären, weil wir werden hier jetzt 6 Pärchen Fechten haben auf einem relativ hohen Niveau. Also das seht ihr sonst irgendwie nur im Internet. Ja. Und unsere Leute zu Hause sehen es im Internet. Deswegen brauche ich jetzt mal 2 Fechter von uns. Kommt mal rein. Dann werde ich für euch mal die Regeln erklären. Worum es heute geht, ist, dass 2 Fechter mit Langschwert dastehen und sich halt gegenseitig hauen. Ja. Und wir wollen schauen auf die 3 Wunder. Ja. Das sind Stich, Hau und Schnitt. Das heißt, wenn ich treffe mit dem Stich, mit dem Hau oder mit dem Schnitt, dann kriege ich 1 Punkt oder 2 Punkte dafür. Ja. Jetzt könntest du mal einen Stich machen auf deinen Kollegen. Genau. Das ist das Zeichen, wenn sie die Klinge durchbiegt, dann gibt es in der Regel 2 Punkte. Ja. Wenn das Ganze auf Torso geht, wenn irgendwo auf Extremitäten geht, dann kriegt sie 1 Punkt dafür. Hier hinter mir sind ein paar Punktetafeln, da kann man dann schauen, so arbeiten die hinten korrekt und werden die Punkte richtig vergeben. Ja. Das wäre ein Stich. Dann haben wir noch einen Hau. Ein Hau sieht so aus, dass ein Fechter ausholt, wen anders trifft und danach nicht getroffen wird. Ja. Das ist ein Hau. Auf Torso wieder 2 Punkte, Extremitäten 1 Punkt und ein Schnitt. Das ist ein bisschen tricky zu sehen. Ja. Das heißt, wenn ich quasi einen Abzug habe, der andere so ein bisschen destabilisiert, dann gibt es dafür auch Punkte. Ja. Gut, es gibt ein paar Aktionen, die wollen wir nicht machen oder wollen wir nicht sehen. Das wäre zum Beispiel ein Mordhau. Genau, sowas werden wir heute nicht sehen, hoffentlich, weil das sehr gefährlich ist. Und Knaufstöße sind nicht erlaubt. Ja, und wem anderen in die Eier treten, Fresse schlagen und so weiter. Machen wir heute mal nicht. Ach so, ja, wieder Kinder da, cool. Gut, ist nicht erlaubt. Soweit mal zu den Regeln. Was noch relativ wichtig ist, wie wir einen Nachschlag behandeln. Es gibt manchmal so die Sache, dass sich Leute doppelt treffen. Trefft euch mal doppelt. Genau, treffen sie 2 Fechter. Das ist so der älteste HEMA-Witz überhaupt. Wenn es gleichzeitig passiert, wird ein Doppel vergeben, da gibt es keine Punkte. Und falls wir einen Nachschlag haben, das heißt, wenn einer trifft und der andere trifft so, ja, so dass man sagen würde, das würde vielleicht noch passieren, ja, in einem Kampf mit einem scharfen Schwert, dann lassen wir das zählen auf beiden Seiten. Ja. Genau. Gut. Ja. Gibt es noch Fragen von euch? Gibt es irgendwas, was unklar ist bisher? Also wir haben nachher vielleicht noch die Chance, dass ihr Fragen stellen könnt. Wie viele Kampfrichter gibt es? Ich glaube, wir haben 3. Also wir haben einen Hauptkampfrichter hier, 2 an der Seite, weil das Ganze meist sehr schnell abläuft. Ja. Stimmt es so, Max? 3? Wir haben 3 Kampfrichter. Wir haben 2 Kampfrichter. Wir haben 2 Kampfrichter, okay. Und zur Not die Kamera, oder? Ja. Okay, und zur Not haben wir die Kamera, ja. PV-Modus, ne? Genau. Geben die Punkte gleichzeitig und sind sich immer einig? Es gibt einen Hauptkampfrichter und der sagt, was Sache ist. Also der braucht den anderen, um ein bisschen zu spiegeln. Ja. Hauptkampfrichter hier von der Seite, der wird die Sachen ein bisschen anders sehen als das Publikum, ja, weil er die Leute von rechts sieht. Ja. Das kann sein, dass das Publikum dann Sachen anders sieht als der Hauptkampfrichter. Könnte daran liegen. Und deswegen haben wir den zweiten Kampfrichter da. Ja. Genau. Haben wir noch Fragen? Wir kämpfen 3 mal 3 Minuten. Und dazwischen machen wir 1,5 Minuten Pause, damit die Leute Zeit zum Verschnaufen haben. Das ist so das Maximum, was man sinnvoll machen kann, würde ich mal sagen. Also danach ist man wirklich fertig. Also das war es dann mit Konzentration auf jeden Fall. Ja. Zwei Runden gewonnen ist direkt gewonnen? Oder? Nee, wir zählen Punkte zusammen. Genau, also wir summieren die Punkte auf über die Runden. Ja. Das heißt,
manchmal wird es sehr spannend. Wir haben die Kämpfe so ausgesucht, dass sie hoffentlich spannend werden. Also dass die Leute gleich stark sind, so ungefähr. Ja. Ja. Warum der Schiedsrichter mit beiden Fahnen abgenickt hat? Ja. Achso, warum hat der Schiedsrichter den Kopf gesenkt, wenn er irgendwie die Fahne oben hatte, oder? So, okay. Wenn der Seitenschiedsrichter den Kopf senkt, dann wird er damit signalisieren, dass er nichts gesehen hat. In der Regel. Ja. Wenn eine Fahne oben ist, dann hat er einen Punkt für eine Seite gesehen. Ja. Und wenn er die Hände unten hat und den Kopf unten, dann. Kopfsenken mache ich dann, wenn du mehrere Linienrichter hast, dass ich nicht beeinflusst werde vom anderen. Den Kopf senke ich beim Gefecht oder wenn ich Punkte anzeige, damit ich nicht, wenn es einen zweiten Linienrichter gibt, von dem beeinflusst werde. Okay, danke. Gut, Psychotricks. Ja? Okay, hat das was zu bedeuten, wenn die Fahne oben oder an der Seite war? Da muss man wen fragen, der sich mit Judging auskennt. Ich bin wirklich nur Affe mit Waffe. Also, ich kann wirklich nichts beim Judging. Ich kann fechten, aber das würden manche bestreiten. Ein Punkt grün. Ein Punkt grün und weiß. 2 Punkte grün, 2 Punkte weiß. Nichts gesehen. Nice, danke. Danke, Christian. Okay, die Frage war, warum muss man eigentlich fechten? Würde man mal Gegenfrage beantworten, warum nicht? Ja, irgendeinen Sport muss man machen und irgendeinen Tod muss man sterben.